Also, sorry für den effektvollen Auftritt. Aber ich will heute nur mal ein ganz kurzes Video machen und euch mal zeigen, wie ich hier in meinem Subaru momentan nächtige. Also hier kann man schon mal reinschauen. Hier habe ich eine Box und da habe ich davon nämlich schon mal 3 Boxen hier unter dem Kopfteil des Bettes da unten drin. Da geht einiges rein. Küchengedöns, Kamera, Elektronik, Werkzeug und so weiter. Seitlich noch ein bisschen Klopapier. Unten drunter unter den Vordersitz kann man natürlich auch noch Sachen reinschieben. Also hier schon mal richtig viel Platz, um Zeug unterzubekommen, reinzubekommen. Naja, schauen wir mal nach hinten, wie das aussieht, dieses Wohnmobil. Also rechts die 2/3 ist komplett das Bett, von hinten bis nach vorne an den Beifahrersitz, da passe ich mit 1,83 perfekt rein. Links haben wir die absolut super Dometic Kühlbox und links davon neben der Kühlbox und davor passen noch ein bisschen Vorräte hier rein. In der Kühlbox ist natürlich hier hauptsächlich immer nur Bier drin, naja, ein bisschen Käse, Milch und so weiter. Naja, und hier habe ich das Bett ganz einfach konstruiert. Das sind im Wesentlichen 2 große Bretter. Wenn da Bedarf besteht, dass das mal jemand interessiert, dann zeige ich das mal genau, wie ich das gemacht habe. Diese Bretter kann man dann auch schön abbauen, diese ganze Konstruktion, und einfach in den Kofferraum reinpacken. Die nehmen da dann relativ wenig Platz weg und ist dann schnell aufgebaut mit den 2 Brettern. Schöne dicke Matratze drauf. Naja, und dann gehen wir mal hier rein ins Schlafzimmer. Das Ganze funktioniert deshalb so gut, weil ich hier den 1/3 der Rückbank hier noch frei habe. Und das sieht jetzt momentan nach wenig Platz aus. Allerdings kann ich ja hier den Vordersitz noch nach vorne schieben. Also der ist jetzt relativ weit hinten beim Fahren. Allerdings habe ich ja Gott sei Dank keine elektrisch verstellbaren Sitze. Das heißt, ich kann dann jederzeit ohne Motor oder Strom anzumachen den Vordersitz ganz schnell nach vorne schieben und habe dann hier Platz. Naja, und hier habe ich jetzt hier meinen neuen Aufnäher auf die Jacke gemacht. Growing old is inevitable, growing up is optional. Ich würde mal frei übersetzen, alt werden ist unvermeidbar, erwachsen werden ist optional. Ich glaube, das passt ganz gut hier, wenn man sich die Videos auf meinem Kanal hier so anschaut. Naja, aber jetzt gehen wir mal nach hinten ins Schlafzimmer. Wenn jetzt der Sitz vorne ist, kann man sich hier wunderschön reinsetzen, kann dann auch die Tür zumachen, kann dann vorne über den Sitz da seine Jacke alles drüber hängen, was man halt noch ausziehen möchte, kann dann schön in der Ruhe die Schuhe ausziehen, kann hier noch ein bisschen sitzen und kann dann ohne Probleme hier rüber ins Bett krabbeln. Ich habe das jetzt hier schon probiert bei um die 0 Grad mit einer ganz normalen Zudecke und dieser Bundeswehr-Wolldecke. Ui, das staubt aber, naja. Das hat wirklich ausgereicht, ganz gut isolierter Wagen. Ich habe auch kein Problem mit Feuchtigkeit. Ich habe da diese Klim-Air Windabweiser an den 2 Vorderscheiben. Wenn man da so ein bisschen 3-4 cm auflässt, links und rechts, dann hat man auch schöne Luftzufuhr und mit der Feuchtigkeit wird es über die Nacht nicht allzu dramatisch. Ja, so sieht das aus. Also wer es mal genauer wissen will, schreibt es in die Kommentare, dann zeige ich euch das nochmal genauer. Diese Bretterkonstruktion ist aber höchst simpel. Jetzt zeige ich aber mal noch was anderes, nämlich wie ich im Auto liege, allerdings in der Tiefgarage, und hier mal filme, weil ich hier gerade ganz stolz hier meine LED-Leiste dahin gemacht hatte im Auto mit schönem Rotlicht. Ja, das soll es aber dann schon gewesen sein. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und danke zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal.